Cleanse. Also lass uns mit Cleanse beginnen. Now, to understand the importance of cleanse, we first need to understand about a term called the microbiome. Um wirklich Cleanse zu verstehen, müssen wir zunächst einen Begriff verstehen, der heißt Mikrobiom. Now, one of the most exciting areas of scientific research the past few years has been the discovery of the beneficial bacteria that live in our body. Und eine der herausragendsten und spannendsten Untersuchungen der Wissenschaft in den letzten Jahren ist es, die Bakterien zu untersuchen, die sich in unserem Darm befinden. These bacteria live on our skin. Bakterien generell. Die leben auf unserer Haut. They live in our digestive tract, our gut, our intestines, and our colon. In unserem Verdauungssystem, in unseren Geschlechtsorganen. So, in the human body, there are 1 trillion cells. In einem menschlichen Organismus sind 1 Billion Zellen. Eine Billion. So, and in the microbiome, the bacteria that live in our body, there are 30 billion cells. Und in einem Mikrobiom, die unseren Körper leben, sind 30? Yeah, about 30. 30 Milliarden. And 30 Milliarden. This number is, it can change, but the bottom line is that for every 1 human cell that we have in our body, we have 10 bacterial cells. Also das kann jetzt von Bakterien zu Bakterien unterschiedlich sein, aber so die Daumenregel, eine Zelle heißt, 10 Bakterien kommen quasi auf eine menschliche Zelle vom Verhältnis her. Now normally we think of bacteria as bad and unhealthy. Normalerweise denken wir bei Bakterien an etwas Schlechtem, etwas Ungesundes. Right, we talk about getting a bacterial infection, and that's a bad thing. Sowas wie bakterielle Infektion, das ist natürlich was Schlechtes. But there are thousands of good species of bacteria that are vital for human health. Aber es gibt tausende Spezies guter Bakterien, die essentiell wichtig für unsere Gesundheit sind. And so what we are learning as scientists is that the human body, we are not a single organism. We are actually an ecosystem. Und das Okay. Und was wir lernen, ist, dass wir quasi nicht isoliert sind, sondern ein funktionierendes Ökosystem sind. I'm an ecosystem, but we're all ecosystems. Also ich bin ein Ökosystem, weil wir sind Ökosysteme. So it's important that we feed these good bacteria. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese guten Bakterien, dass wir die auch entsprechend füttern. Now, just as there are good bacteria that live in our body, because of poor health habits, we can have bad bacteria that can start to grow inside our body. Also, wir haben diese guten Bakterien in uns, aber es kann aufgrund gesundheitlicher Defizite auch passieren, dass die schlechten Bakterien einfach sich vermehren. And if these levels of bad bacteria get high enough, that can contribute to certain health problems. Und wenn diese sogenannten schlechten Bakterien einfach einen bestimmten Wert erreichen, dann kann das zu gesundheitlichen Problemen führen. Problems like high cholesterol, Hohe Cholesterinspiegel zum Beispiel, high blood sugar levels, hoher Blutzuckerspiegel, less energy, wenig Energie and many other symptoms. und viele andere Symptome. So, what do we do when we have high levels of bad bacteria that have grown in our microbiome? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das schon passiert ist, dass wir diese schlechten Bakterien in entsprechender Anzahl haben, was können wir jetzt tun? Well, we obviously want to change that around by healthy living. Also natürlich eine gesunde Lebensweise trägt dazu bei. But once in a while it's nice to have a fresh start. Aber was natürlich auch hilft von Zeit zu Zeit, ist so eine Art frischer Start. To get a clear slate, to plow the ground so that we can start anew. Also quasi so den Grund zu reinigen, alles wieder frei zu machen, das Innere zu reinigen. And that's what our cleanse system is designed to do. Und das macht unser Cleanse System. These products are designed to help flush out the bad bacteria, the parasites and other toxins in the body so that the body can start anew. Und diese Produkte sind dazu produziert worden, um einfach Parasiten, Toxine, diese schlechten Bakterien aus dem Körper herauszuspülen. Now,
One other point I want to make. In the human body, there are 20,000 genes. Im menschlichen Körper sind ca. 20.000 Gene. And these genes are responsible for controlling all of the functions and reactions in the body. Und diese sind verantwortlich für alle Funktionen und Reaktionen in unserem Körper. But what we're finding is that the microbiome in the body consists of about 300,000 genes. Und ein Mikrobiom, hat man herausgefunden, besteht aus ca. 300.000, 400.000 Genen. And these are also vital for human health. Und diese sind ebenfalls wichtig für menschliche Gesundheit. So I want to talk about each of the products in our cleanse system and how they help to give us a fresh start. Und jetzt möchte ich über jedes der Produkte, die das Cleanse-System beinhaltet, sprechen und wie die dazu beitragen, dass wir diesen Neustart sozusagen bekommen. So first, who uses a cleanse system? Wer Who benutzt uses this Cleanse? product? Wonderful. Okay, so the first component of our cleanse is our aloe vera capsules. Also, der erste Bestandteil, den wir jetzt nehmen, ist Aloe Vera, die Aloe Vera Kapseln. Now, aloe vera causes a pronounced laxative effect, as you know. Aloe Vera hat einen laxativen, also abführenden Effekt. This is a product that causes strong bowel contractions and helps to clear out our system. Also dieses Produkt trägt dazu bei, die quasi Darmkontraktionen regelrecht zu verstärken und das System zu säubern auf diese Art. And so when we talk about the biological activity of aloe, our aloe capsules, it's attributed to this very beautiful molecule shown here. Wenn wir über Aloe Vera sprechen, dann müssen wir uns natürlich diese wundervolle Molekularstruktur mal anschauen. Now, this is a very beautiful molecule. You look at this ring here. Isn't that beautiful? Ist das nicht wundervoll? Schau das mal genauer an. Now, if we were to look at the three-dimensional structure of this ring, it sits flat like this. Also wenn man die dreidimensionale Struktur anschaut, dann sieht die so flach aus. And what these molecules do, these are called anthraquinone glycosides, what they do is they sit in the cell membrane. Also diese sitzen in der Zellmembran, diese Glykoside. And what these molecules do is they block the flow of electrons in the voltage-gated ion channels. Und diese blockieren regelrecht den Schwung an Spannung im Körper, also Elektrizitätsbeeinflussen. And when you block these ion channels, what happens is the cell membranes in our intestines are uncomfortable. Und wenn das passiert, dann werden diese Zellmembrane, vor allem in unserem Verdauungsbereich, fühlen sich dann sehr unwohl. And this causes a voltage buildup in the intestinal cells. Und da baut sich regelrecht eine Spannung innerlich auf. And as a result of this voltage buildup, you have very strong intestinal contractions. Und das führt dazu, dass es sehr, sehr starke Verdauungskontraktionen gibt. And these contractions then help to push and cleanse our system. Und diese starken Kontraktionen tragen dazu bei, quasi das System wieder zu reinigen. So the laxative properties of anthraquinone glycosides are well known, as shown in this paper here. Also die abführenden Eigenschaften der Glykoside sind zum Beispiel in dieser Studie dargestellt. And so these anthraquinones have been shown to be superior laxatives. Und das, was hier gezeigt wird, die sind einfach sehr, sehr hochwertig. One important thing here with using our aloe vera products and these strong laxative products is the timing. Und was ganz, ganz wichtig ist, gerade bei diesem Produkt, auch das sehr, sehr abführend wirken kann, ist das Timing. So with these products, like aloe vera is not intended for long-term everyday use. Also Aloe Vera zum Beispiel ist nicht dazu gedacht, einen langzeittäglichen Gebrauch darzustellen. Because one of the things that can happen is if our bodies can become used to these anthraquinone glycosides and can become dependent if used for long periods of time. Weil was passieren kann, ist, wenn es lange Zeit genommen wird, dass unser Körper sich an diese Art von Glykosiden gewöhnt. So for best effect, we recommend that you use this product, aloe vera, for no longer than 30 days, and you wait at least 30 days before going back. Und was wir empfehlen ist, dass das schon 30 Tage lang anzuwenden ist, einzunehmen ist, dann aber bitte 30 Tage wieder warten und dann erst, wenn du möchtest, nochmal 30 Tage.
But this is a wonderful product that cleanses our system, purifies our microbiome, and is definitely an effect that you can feel. Und das ist ein wunderbares Produkt, weil es einfach unser System regelrecht reinigt, wieder säubert und einen Effekt hat, den sicherlich der ein oder andere schon gespürt hat. Now let's talk about the science behind Paraway Plus that comes in our cleanse pack. Lass uns nun über die Wissenschaft hinter Paraway Plus sprechen, das als nächstes kommt. So in our cleanse system, when we developed it, we wanted to be able to clear out the bad bacteria to allow the good bacteria room to grow. Und die Absicht, als wir das Cleanse-System hergestellt haben, war zu sagen, okay, wir wollen die schlechten Bakterien draußen haben und die guten Bakterien ernähren. So aloe vera helps with that, but parasites that can live in our intestines are a bit more tricky. Also Aloe Vera hilft dabei, aber Parasiten, die in unserem Verdauungsbereich sich eingenistet haben, die sind ein bisschen trickreicher, cleverer. And these parasites get into our intestinal system from a variety of different factors, dietary conditions. Even when we're trying to eat right, it just inevitably can happen. Und es kann immer passieren, dass Parasiten sich in uns einnisten, selbst wenn wir uns sehr, sehr gesund ernähren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das passieren kann. But the tricky thing about these parasites is they're kind of smart. Aber das Spezielle an diesen Parasiten ist, dass die sehr, sehr clever sind. Because these parasites live in the cilia, the hair-like lining of our intestines. Und diese Parasiten leben quasi so an den Darmzotten in unserem Verdauungssystem. And what happens is when these parasites, they can feel the big bowel contractions coming. They can kind of feel it like an earthquake. Und diese Parasiten haben so die Fähigkeit, wie ein Erdbeben vorherzusehen. Also wenn die starken Kontraktionen starten, dann spüren die das. And a lot of times what they'll do is when they feel that contraction coming, they will swim into the lining of the intestines and hang there. They'll cling there to the side. Und wenn die das spüren, dass jetzt die starken Kontraktionen kommen, dann suchen sich einen Platz im Verdauungssystem und hängen sich regelrecht an die Darmwände. And because they cling to the side of the intestines, a lot of times they're not pushed out. Und dadurch, dass sie sich so festhalten an den Darmwänden, ist es einfach oft nicht möglich, die einfach nur so rauszuspülen. So if we want to properly cleanse our system, we need a way to get these parasites out. Also wenn wir wirklich innerlich sauber gereinigt sein wollen, müssen wir einen Weg finden, auch die Parasiten rauszukriegen. And that's why we developed Unicity Paraway Plus. Und deshalb haben wir Unicity Paraway Plus. With the clever name coming from parasites away, right? Paraway. Mit dem cleveren Namen, den wir uns als Eselsbrücke zu Parasiten ausgedacht haben. So when we talk about Paraway Plus, one of the key ingredients is our black walnut hulls that we have. Und eine der wichtigsten Zutaten im Paraway Plus ist die schwarze Walnuss. So you're probably all familiar with the walnut tree. You have the nut here, and then you have this flesh, the hull that's on the outside. Also wer das kennt, so diese Walnuss, den Walnussbaum und auch wie eine Walnuss aussieht, gerade wie auf dem Bild. Now walnut trees are very clever. Übrigens, Walnussbäume sind sehr, sehr clever. If you've ever seen a walnut tree, what you'll notice is that you have this big walnut tree growing, and there is nothing that grows underneath or around the walnut tree. Also wer das schon mal beobachtet hat, wenn so ein richtig großer, stabiler Walnussbaum steht, dann wächst da nichts in dessen Nähe. And if you've ever wondered why that is, it's because of this beautiful molecule shown here. Und wenn sich jemand schon gefragt hat, was der Grund ist dieses schöne Molekül, das man hier sieht. This molecule is called juglone and is found in the whole of the walnut. Und dieses Molekül, das sich so Gubler nennt, wird quasi innerhalb dieser Walnuss ist das zu finden. And what happens is juglone prevents the germination and sprouting of other seeds. Und dieses Molekül verhindert quasi die Entwicklung und den Aufwuchs von Samen in dessen Nähe. So the walnut tree drops its nuts, the hulls decompose into the soil around it, it prevents any other tree from sprouting. Also wenn die Walnüsse sozusagen in den runterfallen, dann werden sie irgendwann mal kompostiert, gehen in den Boden rein und dieses Molekül wird freigesetzt und quasi wie ein Pestizid hemmt alles in der Umgebung an Wachstum. But what scientists have found is that in addition to preventing germination of other seeds, juglone can actually immobilize parasites.
Und was man herausgefunden hat, genau aus diesem Phänomen ist, dass dieses Molekül Parasiten regelrecht paralysieren kann. So this paper shown here and others demonstrates that when parasites are treated with Juglone, it paralyzes them. They can't move. Also wenn Parasiten mit diesem Juglone regelrecht in Zusammenhang kommen, dann können diese Parasiten sich nicht mehr bewegen. Sie bleiben regelrecht fest starr. So why do we include black walnut in Paraway Plus? Also, warum nehmen wir jetzt diese schwarze Walnuss in unser Paraway Plus? So under the normal situation, remember, when these parasites feel the bowel movements coming on, they cling into the side of the intestine. Also, kurz zur Erinnerung, wenn die also spüren, die Parasiten, dass jetzt losgehen mit diesen Wellen, mit diesen Druckwellen, dann verstecken die sich regelrecht, halten sich an den Darmwänden fest. What happens though when these parasites are treated with black walnut and Paraway Plus? Und was jetzt passiert, wenn diese aber mit Paraway Plus und der schwarzen Walnuss in Berührung kommen? What happens? Was passiert? They're paralyzed. They can't move. And so because the parasites can't move when this bowel movement comes along, they can't cling to the side of the intestines and they're pushed out with everything else. Und dadurch werden sie regelrecht paralysiert. Das heißt, sie werden bewegungsunfähig, können dadurch nicht zu diesen Darmwänden schwimmen, sich dran festzuhalten, sondern sind da einfach regungslos und dadurch können sie ausgespült werden. So this is a brilliant mechanism by where we cleanse our microbiome and we also push out these paralyzed parasites. Also es ist ein brillantes Phänomen, mit dem wir nicht nur unsere Verdauung quasi regelrecht reinigen, unsere Verdauungsorgane, sondern auch die Parasiten rausspülen. Now, in addition to black walnut, we have other ingredients that have well-known anti-parasitic activity. Und es gibt noch andere Produkte, die antiparasitische Wirkung haben. And so, some of the classic ones are shown here. We have garlic and pumpkin seed, which have well-known activity in this Und regard. einige bekannte sieht man hier, Knoblauch und Kürbiskerne. These ingredients do the same thing. They help to immobilize parasites. Und sie tun dasselbe, sie helfen quasi die Parasiten regelrecht bewegungsunfähig zu machen. Another ingredient in our Paraway Plus is called fenugreek, and it also has anti-parasitic activity. Boxhornklee ist ein anderer Bestandteil im Paraway Plus. So you can see what we've done here is we've taken a suite, a combination of ingredients that help to flush out the parasites in our body. Also was wir hier sehen, ist, dass wir regelrechte, mehrere Dinge zusammengenommen haben, mehrere Komponenten, die alle dazu beitragen, diese Parasiten aus dem Verdauungsbereich auszuspülen. So aloe vera combined with Paraway Plus forms a powerful combination that helps to cleanse our digestive system. Also Aloe Vera kombiniert mit Paraway Plus ist wirklich eine kraftvolle Maßnahme, um wirklich auszuspülen, auszuleiten. Now let's talk about one of the other products that helps to round out our cleanse system. Dann lass uns noch um dieses Produkt sprechen, das dazu beiträgt, das ganze System richtig abzurunden. And this is our Unicity Life Fiber product. Und das ist das Unicity Life Fiber. Now, contrary to aloe vera, Life Fiber is a product that you can and should take every single day. Und im Gegensatz zu Aloe ist das ein Produkt, das Sie können und sollten jeden Tag benutzen. Also das Sie jeden Tag benutzen sollten und können sollen. And as you'll see, I hope to show you that Life Fiber is much more than just a laxative product. It is an overall digestive health product. Und ich hoffe, dass es auch gleich erkenntlich wird und zu sehen ist, dass es viel, viel mehr ist als nur ein abführendes Produkt. Es ist wirklich für die Darmgesundheit essentiell. So, one of the big trends in the healthcare industry right now is products that help with gut health. Und einer der Trends in der Industrie sind es, Produkte herzustellen, die die Darmgesundheit unterstützen. And a lot of companies are working on products for gut health. Und es machen einige Firmen, die in diesem Bereich arbeiten. But while a lot of companies are working on products for gut health, we already have one of the best products for gut health. It's been around for several years. Und während andere Firmen anfangen, sich damit zu befassen, haben wir eines der besten, wenn nicht das beste Produkt überhaupt in der Industrie, das es schon seit vielen Jahren auf dem Markt gibt. And it's
So as I talked about yesterday, that's the key to our company, innovation, staying ahead. You see the trend and you get in front of the trend, well in front of the trend. Und das ist eine der Stärken, wie ich gestern schon sagte, die unsere Firma hat, einfach einen Trend zu erkennen, innovativ zu sein und einer der Ersten oder der Erste zu sein, der diesen Trend in Produkte umsetzt. Okay, so let's talk about the key ingredients in life fiber and the science behind it. Also, lass uns über die wirklich wichtigen Zutaten in Life Fiber sprechen und die Wissenschaft dahinter. And the key ingredient in life fiber is our psyllium husk fiber. Und eines der wichtigsten Zutaten ist Flohsamenschalen-Pulver. And I've shown here a picture of psyllium seeds. Psyllium looks very similar to flax seeds. Und das sind einige Flohsamen, die ich einfach mal als Bild gezeigt habe, so ganz flach sehen die aus. And the psyllium husk powder that we use is psyllium that's carefully ground so that we preserve the high activity and high amounts of fiber in the. Und das Pulver, das wir benutzen, das ist wirklich fein gemahlene Flohsamenschalen, um sicherzustellen, dass wirklich die wichtigen Bestandteile nicht verloren gehen, sondern drin bleiben. Now, so I've shown here the chemical structures. Und hier nochmal die chemische Struktur dazu. These are the chemical structures or the main components of our psyllium husk fiber. Also das sind die chemischen Strukturen der Hauptbestandteile des Flohsamenschalenpulvers. And as I talked about yesterday, one of the basic chemical principles is like associates with like. Gleich und gleich gesellt sich gern, habe ich gestern schon eingeführt als einen Slogan, als etwas, was auch für die Chemie gilt. So you notice that these molecules have a lot of OH or hydroxyl groups around them. Also Sie sehen, dass es viele OH-Gruppen gibt, Hydroxygruppen. And you can imagine that if you were able to take OH and remove this carbon-oxygen bond and put a hydrogen on it, then that would be H2O. Also, man kann sich sehr leicht vorstellen, aus dieser OH-Gruppe ein H2O zu machen. And what's H2O? Und was ist das H2O? Water, right? Wasser. Genau. Okay, so based on the principle of like associates with like, this fiber absorbs water. It likes water. Und das ist genau der Grund, Gleiches gesellt sich gern, dass dadurch einfach viel Wasser absorbiert werden kann. And so what happens when you take dry psyllium and you mix it with water is the psyllium starts to expand. It forms this viscous mass. Okay, hier steht, also was passiert ist, dass es einfach dadurch so eine Art schleimige Masse gibt. So it expands in the digestive tract, and that's important for its activity. Und es sich einfach im Verdauungstrakt ausdehnen kann. So psyllium has been shown to help with a wide range of intestinal conditions. Also Flohsamen tragen wirklich dazu bei, einer großen Anzahl von Themen im Verdauungsbereich Unterstützung zu leisten. So psyllium is well known to help people with chronic diarrhea. Beispielsweise chronischer Durchfall. And so let's talk mechanistically, mode of action, about how this works. Und lass uns mal anschauen, wie das genau funktioniert. So the issue when we have diarrhea, I know that's too much detail, but the issue when we have diarrhea is that things pass through the body very quickly. We don't form mass. Und das Thema ist ja, wenn wir Durchfall haben, und das soll jetzt nicht zu intensiv werden, dieses Thema, aber dass einfach unser Verdauungsinhalt zu schnell den Körper wieder verlässt. So feces are unable to form properly and the intestinal system is out of balance. Also der Darminhalt kann nicht einfach so geformt werden und konsistiert werden, wie es sein soll, und das Verdauungssystem ist einfach in Unordnung. So what happens when we take life fiber? The life fiber absorbs the water in our intestinal system, and what that does is that slows down the transit time in our intestines. Und jetzt kommt Life Fiber ins Spiel. Durch diese Fähigkeit, viel Wasser absorbieren zu können, verlangsamt es jetzt sozusagen den Durchfluss. And for someone with chronic diarrhea, when we slow down the transit time, that allows for feces and mass to form. Und wenn das passiert, gerade bei Menschen mit chronischem Durchfall, diese Durchlaufzeit zu erhöhen sozusagen, dann erlaubt es diesem Verdauungssystem eben den Darminhalt mehr zu verdicken. So by doing this, we can bring regularity and balance back to the system. Und dadurch wird eben ein regulärer, ein ausgeglichener Stuhlgang gewährleistet. Okay, what do we do in the opposite case? Was machen wir nur im gegenteiligen Fall? So it's interesting, psyllium can help with diarrhea, but psyllium is also effective in helping with constipation.
Das Spannende mit Flohsamen ist, dass sie sowohl bei Durchfall als auch bei Verstopfung helfen können. So the problem with constipation is different from diarrhea, right? In diarrhea, everything passes through. In constipation, it stops. Also Verstopfung ist ja unterschiedlich zu Durchfall. Während das eine zu schnell durchspült, ist beim anderen das Gegenteil, es verstopft. So if we reduce this down to a plumbing problem, we have a clog in the drain. Also wenn man es mit einem Abflussrohr vergleichen möchte, dann haben wir quasi ein, wie sagt man, Stopfen, genau, im Abflussrohr. So with psyllium, remember its major property is it absorbs water and it helps to expand. Also nochmal, durch diese Flohsamen wird Wasser absorbiert und der Darminhalt kann sich ausdehnen. So when we're constipated and we have a clog in the drain, if we put psyllium on top with a lot of water, you should drink a lot of water with live fiber, what happens? Also, und deswegen übrigens auch nochmal viel Wasser trinken, wenn Live Fiber genommen wird. The fiber, right, starts to expand right on top of where the stoppage is and helps to push things through. Und was passiert ist, jetzt bei Verstopfung, dass wenn das genommen wird, Live Fiber, viel Wasser dazu, es dazu beiträgt, so quasi um diesen Propfen, den sich gebildet hat, diese Darmwände auszudehnen, sodass es dann leichter wieder durchpassieren oder passieren kann. So live fiber helps with both of these issues very effectively. Also dieses Live Fiber ist wirklich sehr effektiv in diesem Bereich. So this paper here, my German's not very good, shows that that psyllium can help with Chronic constipation. Okay, good. I'm still learning German. This helps with chronic constipation. Also hier nochmal eine Studie zu chronischer Verstopfung, wie es da helfen kann, gerade die Flohsamen. Now, there's also some really good literature coming out on psyllium helping with those patients that suffer with irritable bowel syndrome or IBS. Und auch die Flohsamen sind ganz hilfreich bei allen Menschen, die von dem sogenannten Reizdarmsyndrom betroffen sind. Now, who knows someone that suffers from irritable bowel syndrome? Kennt jemand hier irgendjemanden, der davon betroffen ist? Okay. This is a fairly common problem that we face. Das ist mittlerweile gar nicht so selten, dass das vorkommt. And so, to that person, you can and should suggest for them to take our live fiber product because the psyllium is scientifically known to help patients with IBS. Und diesen Produkten könnt ihr wirklich, diesen Patienten, diesen Menschen könnt ihr wirklich dieses Produkt empfehlen, das Live Fiber, weil auch die Wissenschaft dahinter es unterstützt, es wirklich erklärt, dass es dazu beiträgt, den Reizdarm, das Syndrom einfach zu lindern. But it doesn't stop there. Psyllium is a fiber, right? Und es hört hier nicht auf. Also Flohsamen sind ein Ballaststoff. And as we talked about yesterday when we were talking about balance, the chemical structure of fiber and the chemical structure of sugar are very similar to each other. Und wie gestern schon gesagt, die chemische Struktur von Ballaststoffen und die chemische Struktur von Zucker sind sich sehr ähnlich. So we would expect, based on the principle of like associates with like, that psyllium fiber could associate with sugar in our diet and help to lower our blood sugar levels. Und deswegen sollte man annehmen, dass auch diese Flohsamen in der Lage sind, sich mit dem Zucker zu verbinden. Gleiches und Gleiches gesellt sich gern. And as this publication shows, this is indeed what happens. Und hier zeigt das auch diese Studie, was dadurch passiert. So think about it. Not only are we taking a product that helps to cleanse our intestines, but we're doing something that can help to lower our blood sugar levels at the same time. Und das ist einfach nochmal ganz wichtig. Nicht nur, dass dadurch durch dieses Cleanse das Verdauungssystem gereinigt wird, sondern auch der Blutzuckerspiegel gesenkt wird. But it gets better. There is great literature out there showing that psyllium can also help to lower cholesterol. Und es wird noch besser, denn es gibt wirklich tolle Wissenschaft, die zeigt, dass Flohsamen auch den Cholesterinspiegel senken können. Pretty cool, huh? Ist cool, ja. So, again, right, when we think about products, sometimes we're so focused on this product does this one thing. But here at Unicity, we've designed products that do a lot of different things to help with a wide area of human health. Und oft ist es ja so, dass man, wenn man ein Produkt denkt oder von Produkten hört, einfach nur ein Thema hat, für das das Produkt anscheinend gut ist. Aber wir bei Unicity entwickeln Produkte, die einfach für ein größeres Umfeld einfach auch noch Wirkung zeigen. Das heißt, wir berücksichtigen nicht nur ein Thema, sondern schauen, wie ist die Umgebung darum und entwickeln dazu gleich Lösungen mit. The other thing that we have in live fiber is we have packed it with different herbs and botanicals that help with digestive function.
Letztendlich ist es auch wirklich vollgepackt mit Kräutern und mit Pflanzen. We have certain herbs in here that help with IBS. Wir haben zum Beispiel Kräuter, die wirklich bei dem Reizdarmsyndrom helfen. We have herbs that help to reduce digestive discomfort, bloating, and those sorts of things. Wir haben auch Kräuter drin, die bei allem Unwohlsein im Magen-Darm-Trakt, Blähung beispielsweise, hilfreich sind. We have herbs in here that help to soothe the intestines, to reduce inflammation. Inflammation? Inflammation. Okay. Reduce Wir haben auch Kräuter drin, die beispielsweise gerade im Verdauungstrakt dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren. And we have herbs in here that can protect against different bacterial infections, particularly urinary tract infections. Und wir haben auch Kräuter, die dazu geneigt sind und die dazu beitragen, einfach bakterielle Infektionen zu vermeiden. So by taking this product every day, you're getting a good amount of herbs and botanicals that can help with everyday digestive health. Also indem das Produkt wirklich jeden Tag zu sich genommen wird, durch diese Kräuter und durch diese Pflanzen trägt es dazu bei, dass einfach dieses Wohlsein, dieses Wohlgefühl im Magen-Darm-Bereich viel mehr steigt und was so die täglichen Unwohlseins bei anderen Menschen angeht, die einfach nicht mehr zu spüren sind. So when you look at this is indeed a comprehensive product. Also wenn man das mal anschaut, kann man glaube wirklich sagen, das ist echt ein umfassendes Produkt.